Heute nochmal das Thema Symmetrie. Dieser barocke Klappdruck entstand mit Acrylic Inks auf Papier. Die Farben sind super transparent und es ergeben sich sehr subtile Überlagerungen. Schaut mal hier. Vielleicht teilt ihr am Ende des Videos ja meine Begeisterung. Und wir starten schon. Erstmal hallo, ihr Lieben. Ich arbeite heute auf Steinpapier, das kennt ihr aus vorherigen Videos. Es ist ein wasserabweisendes Papier. Ihr könnt aber auch andere Untergründe nehmen. Ich schreibe dazu was in der Beschreibung unter dem Video. Ich klappe das Papier einmal, weil ich ja heute einen symmetrischen Druck machen möchte. Und dann brauche ich natürlich meine Acrylic Inks, meine Acryltinten. Ich habe hier mal so ein Fläschchen in Rot. Das muss man natürlich gut schütteln, bevor man es braucht. Zum Mischen nehme ich vielleicht gleich nochmal einen Plastikbecher und etwas Wasser. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Das ist hier ein Orange-Rot und ich gebe noch einen Spritzer Wasser dazu. Dann fließt die Farbe besser und ist transparenter. Dann wird geklappt und auf der Rückseite drücke und schiebe ich die Farbe dann im Innern hin und her mit mehr oder weniger großem Daumendruck und klappe wieder auf und wieder zu. Durch dieses Klappverfahren verändert sich die Struktur des Gedruckten immer wieder. Ihr werdet das gleich im Schnelldurchlauf sehen. Hier erkennt ihr, dass die Farbe nicht in das Steinpapier einzieht, sondern auf der Oberfläche bleibt. Sie ist immer noch recht flüssig und ich versuche jetzt, die irgendwie zu verteilen. Dann lasse ich es mal runterlaufen und klappe nochmal und lasse es nochmal laufen. Es ist im Moment etwas schwierig. Ich glaube, ich habe etwas zu viel Wasser dazu gefügt. Hier könnt ihr noch sehen, da ist noch eine ganz große Pfütze mit Farbe und ich gebe jetzt einfach ein bisschen Phthaloblau drauf, lasse die Farbe ein bisschen laufen und klappe erneut. Das flüssige Phthalo und das Rot mischen sich zu einem sehr schönen Grün. Mit einem Tropfen weißer Acryltinte kann ich manche Bereiche auch wieder aufhellen. Für die nächste Klappung habe ich das Phthalo mit ein wenig Wasser verdünnt, gebe aber nur ganz wenig davon aufs Papier. Und ihr seht, die Farbe wird so etwas heller und leuchtender. Diese Klappbilder erinnern immer an Insekten oder vielleicht auch an besonders komplizierte Blüten, Orchideen.
Aber ich möchte diesmal nahezu das ganze Blatt mit diesen Druckstrukturen ausfüllen, also geht meine Reise weiter. Und das Ganze ist nicht nur purer Zufall, wenn auch viel Zufall im Spiel ist, sondern auch ein bisschen geplante Farbgebung und Aktion. Ihr seht, dass ich zwischendurch auch immer mit dem Föhn einzelne Partien wieder trocken blase, damit sie sich beim Klappen nicht verändern. Hier ein Zwischenergebnis. Ich kann schon mit verschiedenen Passepartouts Stellen herausfinden, die für mich interessant aussehen. Aber, wie ich eben schon sagte, ich werde weitermachen und das Ganze noch weiter vorantreiben. Diese Fülle der sich überlagernden, feinsten Strukturen erinnert mich ein bisschen an Barockmusik. Ich bin ein großer Fan von Barockmusik. Hier nochmal ein Zwischenergebnis. Ich habe mal ein größeres Passepartout darum herum gelegt. Ja, das kommt dem schon nahe, was ich eigentlich erzielen wollte. Für diese feinsten, subtilen Strukturen kann ich mich immer wieder begeistern. Ganz zufrieden bin ich noch nicht und ich ergänze noch ein bisschen.
Ganz zum Schluss versuche ich, den Rand mit einem Buntstift ein wenig zu tönen. Das Bild wirkt mit dem hellblauen Buntstift für mich jetzt nicht so optimal, also werde ich es später nochmal, hier seht ihr es, mit einem deckenden Acryl übermalen. Und das ist mein Endergebnis. Ich werde es höchstwahrscheinlich auf ein Holz aufziehen und dann ohne Glas rahmen. Na, hat euch das gefallen? Mal sehen, ob ich im nächsten Video mal mit der radialen Symmetrie, also der kreisförmigen Symmetrie, arbeite. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was noch kommt. Ich hoffe, ihr auch. Ihr seid vielleicht beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Tschüss, ihr Lieben!